Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Schaut mal, was hier vorbeigetrudelt gekommen ist. Ja, richtig. Darth Vaders TIE Advanced. Herausgekommen 2025 in der The Vintage Collection hat das gute Stück 154,99 gekostet. Es soll jetzt ein Studio-Scale-Modell sein und was das Ganze zu bedeuten hat, das gucken wir uns gleich an. Aber erstmal die Frage, hatten wir so ein TIE Advanced oder TIE Advanced nicht schon? Ja, hatten wir schon. Und zwar diverse, allerdings immer nur eine Ableitung aus der Power of the Force Version. Ich blende sie euch mal ganz kurz ein. Ja, und daran sehen wir schon, mal abgesehen von der ersten, also von der Kenner-Version, sind das alles mehr oder weniger dieselben Versionen, respektive dasselbe Mold und unterschiedliche Paintings. Mal so, mal so. Wie dieses Modell sich jetzt im Gegensatz zu den anderen Modellen macht, das werden wir uns jetzt anschauen. Star Wars Collection. Bevor wir zum Unboxing kommen, stelle ich erstmal die Box vor. Hallo Box, die Zuschauer. Zuschauer, die Box. Wie wir sehen, nichts Spannendes dran, außer das, was wir schon kennen. Hier jetzt wieder einmal der Hinweis, was alles drin ist, wobei dieses Mal lasse ich es beinahe gelten, aus dem einfachen Grunde, weil hier sehen wir noch, dass wir einen Flügelteil bekommen, der sozusagen zerstört ist. Also hier kann man diese eine Szene nachstellen, bei der Darth Vader ja den einen TIE Fighter rammt, nachdem Han Solo den TIE Advanced beschossen hat. Was natürlich auch wieder dabei ist, darf ja nicht fehlen, der gelbe Flatschen, dass da eine Figur enthalten ist, als hätten wir das unten auf der Seite nicht auch schon gesehen. Die andere Seite, die kommt dann wenigstens nur noch mit diesem gelben Hinweis, nicht mehr mit dem Hinweis, was sonst noch so alles drin ist. Dafür haben wir da das Vintage Collection Logo. Das ist soweit okay. Ja, wie sehen die anderen Seiten aus? Einmal haben wir hier nochmal so das Bild vom TIE Advanced und hier haben wir das Ganze nochmal so mit ein paar Figuren dargestellt. Wie sieht es an den Seiten aus? Ja, an den Seiten kann ich dann eben auch sehen, dass das Ganze hier mit einem zerstörten Flügel ankommt. Und, was man auch sehen kann, hier ist noch der Innenraum. Der Innenraum könnte gleich noch spannend werden. Wir werden einmal reinschauen, aber ihr könnt nachher noch mal zu diesem Punkt hier zurückspulen und mal sehen, ob euch was auffällt, wenn wir den Innenraum in den Detailvideos gleich vorstellen. Das soll es dann aber auch erstmal zu der Box gewesen sein. Dementsprechend hole ich mir gleich mal einen Cutter und dann schneiden wir die Box mal auf. Dann gucken wir doch mal, was in der Box drin ist. Ich werde nachher diesen Fighter auch gegen das alte Modell stellen und dann werden wir sehen, wie sich das Ganze geändert hat. Aber dafür müssen wir natürlich auch erstmal die Box aufmachen. Wie hat ein berühmter Denker so schön gesagt, Schnibbeln macht Spaß. Und in dem Fall schnibbeln wir mal die Box auf. Im Übrigen, die Box ist gar nicht so leicht, wie sie aussieht. Da ist also auch wieder ordentlich Plastik drin, aber wie gesagt, für 154,99 kann man das irgendwie auch erwarten, finde ich. Gut, so sieht das Ganze aus, wenn es aus der Umverpackung rausgenommen ist.
Das heißt, wir nehmen mal ein paar Sachen auseinander. Hier hätten wir dann schon mal den Rumpf. Na, da ist nichts mehr drin. Einmal den Rumpf. Sieht schon ganz schick aus. Das gehört so zusammen. Dann lassen wir das auch so zusammen. Dann kriegen wir es nachher auch wieder besser in die Box rein. Flügel, keine Angst, nicht kaputt. Da soll nachher noch das entweder heile oder beschädigte Teil reinkommen. Wir haben hier noch ein bisschen Pappe. Und noch einmal den heilen Flügelteil. Sowie die beiden Ersatzstücke. Na nun. Und was nicht fehlen darf, ist hier der Darth Vader mit der Nummer VC334. Auch hier wieder Kartendesign ist TVC 2.2 und mag dem einen oder anderen auch schon auffallen, wieso eigentlich VC334? Hatten wir die nicht schon? Ja, die hatten wir schon. Das hier ist ein Repack dieser Figur. Allerdings, und das muss man dazu sagen, mit einem anderen Kartenbild. Und auch hier steht drin Darth Vader, allerdings dann mit dem Zusatz T-Advanced. Das heißt also doch ein bisschen anders. Aber, wie gesagt, die Nummer hatten wir schon. Okay, das Ganze kann also jetzt wieder fröhlicherweise zurück. Packen wir das mal alles hier wieder rein. Die stelle ich mal auf die Seite. Unboxing-mäßig kommt hier natürlich nicht viel bei rum. Wir haben hier einmal Rumpf, Flügel, fertig. Aber das soll eigentlich einen ja auch nicht stören. So, jetzt können wir uns natürlich überlegen, was nehmen wir? Nehmen wir den heilen Teil oder den kaputten Teil? Ich stelle natürlich beide vor, gar keine Frage. Aber ich persönlich werde wahrscheinlich den heilen Teil verwenden, weil ist nett. Aber das Ganze kommt ja wirklich nur in ungefähr gefühlten 2 Sekunden vor. Ich werde das nachher auch noch mal in den Vergleichsvideos mit reinbringen. Ihr wisst ja von mir, ich mache immer so ein bisschen Real-World-Bilder gegen das Modell. Da gucken wir mal, ob wir diese Zerstörung überhaupt wiederfinden. Das werden wir uns dann einmal angucken. Aber wie gesagt, ich werde tatsächlich eher dieses Teil bevorzugen. Okay, das heißt, das hier kann auch erstmal wieder alles in die Box zurück. Brauchen wir grundsätzlich auch nicht mehr. Und dann heißt es ja nur noch entweder heil oder neu oder kaputt. Und in meinem Fall, wie gesagt, das Kaputte. Jetzt ist nur die Frage. Okay, ich sehe schon. Hier gibt es sowas Ähnliches wie Rastnasen. Diese Rastnasen, die stehen ein bisschen ausgekränkt oder wie nennt man das? Verschränkt. Keine Ahnung. Könnt ihr mir in die Kommentare reinschreiben, wie man das nennt. Aber das Ganze kommt hier einmal hinein. In der Hoffnung, dass das dann auch irgendwann zusammenhält. Es gibt hier tatsächlich so minimalst Rastnasen, die das Ganze zusammenhalten sollen. Aber ich würde mal schwer vermuten, dran ziehen soll man nicht. Das sieht nicht danach aus, als würde das halten. Der kaputte Teil, wo kommt er eigentlich hin? Oben oder unten? Ich würde ja mal schwer vermuten, dass der nach oben kommt.
Aha. Auch hier wieder Rastnasen oder, naja, es sind eigentlich tatsächliche Nasen. Also es sind solche Blöcke, die wir hier drin haben. Und auch hier immer die Frage, wenn ich das einmal eingerastet habe, bekomme ich das denn überhaupt wieder raus? Das ist eine gute Frage. Zumal ich kann die gar nicht anders einrasten. Glaube ich zumindest. Ja, das zeige ich euch nachher bei dem anderen. Ah, es hat Klick gesagt. Nichts finde ich besser, als wenn irgendetwas Klick sagt. So, und wieso kann man die nicht anders einsetzen, als sie sollen? Der lange Teil gehört nach hinten. Sieht man vielleicht schon. Und hier gibt es noch einen Registrierpin. Und dieser Registrierpin kann man hoffentlich sehen. Ja, mal ein bisschen ins Licht halten. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Dieser Registrierpin sorgt eben dafür, dass diese Flügel nur in einer bestimmten Richtung hier eingesetzt werden können. Klack. Sehr schön. Das heißt, da haben wir ihn, unseren T-Advanced. Was können wir tun? Klappe können wir aufmachen, hoffe ich zumindest, weil irgendwie muss ja der Darth Vader auch in das Gerät einsteigen können. Ja, das geht wunderbar. Sehen wir hier, haben wir einmal Klappe. Die lässt sich auch schön hier hineinsetzen. Wir haben nichts anderes und das, was wirklich fehlt, oder was heißt fehlt, nicht mehr dabei ist, das sind so Spielfunktionen wie so Torpedos, die abgeschossen werden können und so weiter und so fort. Das gibt es alles nicht mehr. Das heißt, dieses Modell ist in der Tat eher ein Ausstellungsstück als ein Spielzeug. Okay, bei 154,99 kann man sich sowieso drüber streiten, ob das Ganze ein Spielzeug sein soll. Aber diese ganzen Spielfunktionen, die es damals gab, die gibt es heute eben nicht mehr. Dafür sieht die Form schon sehr viel mehr nach dem Studiomodell aus, als dass es die anderen Formen getan haben. Dann werden wir uns einmal den Detailvideos widmen.
hier nochmal der Vergleich zwischen den beiden Gussformen. Einmal der Gussform, die grundsätzlich aus dem Jahr 1997 stammt, nämlich aus der Power of the Force Serie. Dieses Modell hier kommt aus der Original Trilogy Collection aus 2004, aber da hat sich nichts Großartiges dran getan. Und hier haben wir natürlich das aktuelle Modell. Wie wir sehen, sind die beiden Modelle von der Breite her ziemlich gleich, aber wenn man hier mal auf die Höhe schaut, dann sieht man, dass das neue Modell doch deutlich höher geworden ist. Ja, und ich habe gerade gesehen und gehört, da ist mir gerade jetzt hier eine Rakete rausgefallen. Diese ganzen Spielefunktionen, die gibt es natürlich auch nicht mehr. Die gibt es natürlich auch nicht mehr in der neuen Version. Das heißt, also hier haben wir noch die Möglichkeit, Raketen raus und rein zu fahren, respektive, wenn ich die jetzt einklinken lasse, könnte ich die hier auch abschießen lassen. Das gibt es alles nicht mehr. Die Oberfläche der Flügel, die ist auch deutlich gröber. Hier bei dem neuen Modell, bei dem alten Modell ist sie etwas feiner. Aber summa summarum ist es natürlich so, dass das neue Modell schon deutlich filmakkurater geworden ist. Man sieht es vielleicht auch so ein bisschen daran, wenn wir die mal schräg stellen, dass hier zum Beispiel die Kanzel, die ist natürlich noch deutlich wulstartiger ausgeführt als zum Beispiel diese Kanzel. Jetzt sehen wir sie nicht mehr. Ich stelle sie nochmal so hin. Als zum Beispiel diese Kanzel. Da ist sozusagen hier doch deutlich besser bzw. feiner gearbeitet worden. Kommen wir mal zum Fazit. Was halte ich jetzt von dem TIE Advanced? Nun, ich muss schon zugeben, der Fighter, der ist schon ziemlich klasse. Leider fehlen ihm natürlich wieder jegliche Bemalungen bzw. Weathering. Also klar, man könnte jetzt sagen, der muss immer schön sauber gehalten werden. Da haben die Stormtrooper also ordentlich was zu putzen gehabt. Aber ob der wirklich so clean letztendlich auch im Film war, wage ich mal zu bezweifeln. Also ein paar Weathering-Stellen hätten dem TIE Fighter Advanced hier vielleicht ganz gut getan. Aber ansonsten muss ich schon sagen, der gefällt mir schon ganz gut. Alleine schon aus dem Grund, dass er jetzt sozusagen dieses Studio-Scale beinhaltet und endlich auch mal sehr filmakkurat daherkommt. Ihr habt das bestimmt auch in den Detailvideos gesehen. Diesen Flügel, den hätte ich jetzt tatsächlich nicht gebraucht. Darstellen tue ich ihn nicht, aber er ist ein nettes Gimmick, okay. Wenn man mir jetzt sagt, der hat 30 € Aufpreis gekostet, hätte ich gesagt, dann lieber weglassen, dann hätte ich die 30 € lieber gespart, aber so ist er nun mal dabei. Von daher ist das auch nicht weiter wild. Der Darth Vader ist natürlich ein Repack. Was mir persönlich ganz gut gefällt, ist, dass das wenigstens ein neues Bild gibt. Da macht er in der Sammlung noch ein bisschen was her. Und wir kennen das alle, mit Repacks können wir uns mittlerweile zuwerfen. Also von daher auch gar nicht so schlimm. Kleiner Einschub noch. Ihr habt vielleicht gesehen, dass auf der Box ein Bild dargestellt worden ist. Ich blende das hier mal ein. Was im eigentlichen Modell aber so in der Form gar nicht mehr zu sehen ist. Ich will nicht sagen, das ist irreführende Werbung, aber das ist natürlich mal wieder so eine berühmte Geschichte von wegen vorauseilender Gehorsam. Da hat also irgendwer die Fotos gemacht und hat die wahrscheinlich mit einem Modell gemacht, was so nachher gar nicht in Produktion gegangen ist. Schade eigentlich, weil das, was man auf dem Foto gesehen hat, das hätte ich eigentlich auch noch ganz gut gefunden, haben wir aber leider so nicht bekommen. Summa summarum lässt sich also sagen, ich finde das Teil ganz klasse und ich hoffe, dass der da unten reinpasst, weil sonst habe ich hier tatsächlich kaum noch mehr Platz, um irgendetwas darzustellen. Ja, und mit diesen Worten verabschiede ich mich mit sammlerfreundlichen Grüßen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis denn und tschüss. Du hast es bis ans Ende dieser Mission geschafft. Respekt, junger Padawan. Damit bist du Teil der auserwählten Crew, die den geheimen Endbildschirm im Rebellenstützpunkt erreicht hat. Wenn du deinen Hyperantrieb starten möchtest, hau auf ein Like, es sind auch keine Credits nötig, und schließ dich der Flotte an mit einem Abo. Weitere Abenteuer findest du hier, vielleicht lauert da schon deine nächste Episode.